Jetzt gibt es die Aufwärmrunde, dann 12 Runden unter regulären Bedingungen. Und wir freuen uns natürlich auf einen spannenden Zweikampf. Die Situation in der Tabelle lautet 186 für den Mann mit der 1 rechts im Bild und 148 Punkte hat Andi Meklau, der im ersten Lauf ja so knapp am Podest vorbeifuhr. Jetzt blicken wir nochmal detailliert in die Startaufstellung. Lavia auf der Pole, der Spanier. Vielleicht wäre er der Sieger gewesen, wenn eine Runde vorher abgebrochen worden wäre. Auf den Pirelli-Gummis ist er richtig gut unterwegs. Lindholm wird natürlich versuchen, hier den Doppelsieg zu wiederholen. Er startet auf Michelin, also hier unterschiedliche Voraussetzungen. Dann des Weiteren Udo Mark, der Furtwanger, der ja schon 2 Pro Superbike-Titel hat abräumen können. Er der große Tipp der Suzuki-Pilot. Und Jochen Schmid, der natürlich hier etwas für die Punktesituation tun kann. Der Meister von 1995, aber für ihn, ich habe es angeschnitten, dürfte der Pro Superbike Titelzug abgefahren sein. Die weiteren Startreihen für Sie im Überblick. Meklau, Morrison, Philliss und Peter Linden in Reihe 2. Robert Huber, Harifa, Thomas Klink und Paul Leuthardt in Reihe 3. Bernhard Dimperl, Richard Heinrich Meyer, Uwe Pollheide und Lothar Kraus in Reihe 4. Es folgen Jakob Folger, Detlef Guderian, Gerd Hafner und Heinz Platazis. Und schon gegen Ende des Feldes Beat Neef, Marcel Mendel, Matthias Bolt sowie Oswald Niederkircher, der Österreicher. Das also die Piloten, die hier das Rennen in Angriff nehmen werden, liebe Zuschauer. Wir freuen uns jetzt mit Ihnen natürlich auf spannende 12 Runden. Michael Galinski neben mir. Wir haben jetzt schon erläutert, wie die Situation aussehen wird. Du bist ja jetzt zwischen den 2 Rennen dein Pro-Supersport-Rennen gefahren. Wie ist es gelaufen? Ich glaube, du hast auch Getriebeprobleme. Ja, also wir hatten ein Regenrennen und es war eigentlich, der Start war okay, war wirklich gut und gleich zur Dunlop-Kehre runter ist mir schon der 3. Gang stecken geblieben. Dann habe ich es nochmal versucht und es ist immer öfter und es ist auch gefährlich für die Nachfolgenden, wenn mir auf einmal der Gang fehlt und sie kommen hinten mit Speed an, sind im Windschatten und können dann kaum noch ausweichen. Da bin ich rausgefahren. Jetzt, Sie sehen es bei der Einführungsrunde, die Bedingungen absolut trocken. Die Temperatur nach wie vor bei 18 Grad, Asphalt 22 Grad. Wind können wir vernachlässigen, ja ein ganz wichtiger Faktor im Motorradrennsport. Und jetzt wollen wir uns wie die vielen tausend Zuschauer hier auf den Start konzentrieren. Ganz rechts der Mann auf der Pole mit der 11, mit diesem charakteristischen gelben Helm, Gregorio Lavia. Dann neben ihm links mit der 1, Lindholm. Jochen Schmid weiter außen links im Bild. Und natürlich Udo Mark mit der 17 noch rechts daneben. Andreas Meklau mit der 13 in der 2. Reihe, vielleicht mit einem guten Start. Hinten gibt es schon die grüne Flagge. Jetzt kann es gleich losgehen. Die Motoren werden hochgedreht und die Ampel springt auf grün. Der Start ist freigegeben. Die erste Reihe kommt geschlossen gut weg. Alle in etwa derselben Höhe und Andreas Meklau oder Lavia. Lavia, nein, Mark hat es noch gepackt von außen. Udo hat den gleichen guten Start, existiert wie gerade auch. Also er hat es einfach drauf mit den Starten. Er ist auch sehr leicht und hat das Motorrad beim Start richtig gut abgestimmt. Also Mark, Lavia, Schmid, die ersten 3. Meklau, der fast die Nase vorne hatte, da ganz innen, ist nur 4. Dann Lindholm, schlecht gestartet, Philliss und Brian Morrison. Und Lavia greift wieder Mark an und geht vorbei. Lavia, der sich sicher war, diesen Lauf gewinnen zu können, war sehr, sehr enttäuscht. Natürlich, wenn das Motorrad nicht mitspielt, kann man da nichts machen, ist machtlos. Und hier hat er gleich wie in Lauf 1 wieder das Zepter an sich gerissen und Meklau ist vorbei an Schmid. Lindholm diesmal
doch weiter zurück als im ersten Rennen. Miklau muss forcieren, will er noch eine realistische Chance haben. Es sind ja lediglich noch 2 Austragungsorte im Kalender der Superbike 1997 am Pannonia-Ring und dann das große Finale am Hockenheimring. Auch diese Veranstaltung natürlich live und exklusiv bei uns im DSF, liebe Zuschauer. Versucht der Lavia sich zu lösen. Ja, also seine Taktik wird sein, wieder von Start weg nach vorne zu kommen, weil er ist ja auch vor hinten, hat er den meisten Speed. Und Udo wird mit allen Mitteln versuchen, dran zu bleiben, weil seine Taktik war ja ganz klar, Lavia nicht wegfahren zu lassen und eine Schlussattacke reiten. Und das wird auch so kommen. Für mich momentan etwas unter Wert Lindholm, der auf Platz 5 fährt, 2,5 Sekunden fast Rückstand hat. Da muss er aufpassen, dass der Zug vorne nicht ohne ihn abfährt. Hier der Stand der ersten 6 im Überblick. Lindholm löst sich ein bisschen von Schmid und der muss sich so seine Gedanken machen, denn mit Rob Phillips hinter ihm hat er natürlich zwar einen Kawasaki-Markenkollegen, aber der sollte eigentlich nicht über das Material verfügen, wie der Mann des Team Green Kawasaki, der erklärte Nummer 1 Pilot, der auf den Titel angesetzt war. Hier der Rücken, auch der kann entzücken von Schmid und mit der 32, das ist Rob Phillips, dahinter Brian Morrison, der wohl das Bestmögliche aus der Alfa Hoffmann Suzuki herausholt von Michi Rodolph, dem wir natürlich eine schnelle Genesung wünschen. Er möchte ja in Ungarn in einigen Wochen schon wieder antreten. Sie haben es mitbekommen, die Kniescheibe hat er sich so böse angeschlagen in Kolmarberg. Michael Rodolph sitzt natürlich zu Hause in Übersee daheim vom Fernseher und schaut zu. Noch einmal alles Gute für die schnelle Heilung. Aber der Marc, der nutzt den Windschatten. Jetzt ist er wieder dran. Der Udo wird, wie gesagt, er wird sich auf jeden Fall dran festbeißen. Er weiß ganz genau, wenn er da dranbleiben kann, dann hat er auch zum Schluss eine reelle Chance vorbeizuwischen. Weil der Spätbremser Lavia, der wird natürlich alles dagegen setzen, aber Udo ist ein alter Fuchs hier auf dem Nürburgring und ich denke, dass das kommen wird. Die beiden fahren 1,42,6, 1,42,5. Die Verfolger Miklau, Lindholm, Schmid fahren 1,43 Mitte bis 1,43 hoch, also gut eine Sekunde, sodass sich schon ein Abstand von fast jetzt knapp 3 Sekunden ergibt zum Österreicher. Da gibt es viele Möglichkeiten, ein Überholmanöver anzusetzen. Man sollte vermutlich vor Erreichen der Start- und Zielgeraden vorne sein, denn den Windschatten zu überholen, das dürfte sehr, sehr schwer sein. Also Odomar kann sich im Prinzip noch Zeit lassen für ein gut getimtes Manöver, aber momentan sieht es so aus, als würde er den Spanier gewaltig unter Druck setzen. Mag dem ja ein Rennen bzw. eine komplette Rennveranstaltung in Zweibrücken fehlt, was die Punkte angeht. Er kann auch nicht mehr um den Titel mitfahren. Für ihn gilt es natürlich eine gute Figur jetzt im zweiten Viertel bzw. Drittel des Jahres der Saison abzugeben. Also ein spannender Zweikampf, so wie wir uns das vorstellen. Und da blickt der Lavia nach hinten und sieht die 17 des Odomar. Lindholm hat sich mit Miklau und Jochen Schmid jetzt da in einen spannenden Dreikampf 7 Runden vor Schluss eingelassen. Abgefallen ein bisschen in dieser Gruppe bereits Phillips und Brian Morrison. Aber für Lindholm gilt es natürlich darum, hier auch
taktisch zu fahren, Punkte mitzunehmen, solange sein ärgster kann man fast nicht mehr sagen, Verfolger Miklau hinter ihm fährt, ist die Welt in Ordnung für den Mann mit der 1. Also ein Duo und ein Trio hier im fantastischen Platz um die Kämpfe. Wieder der versuchte Angriff. Udo Mark, der ja im letzten Jahr auf der Yamaha saß, auch schon mit Ducati angriff, die Thunderbike Trophy im Rahmen der Grand Prix Serie fuhr, einige 500er Grand Prix schon gefahren ist, ebenfalls für Yamaha, ist ein exzellenter Kenner der Szene, verfügt über die Erfahrung auf den verschiedenen Fabrikaten. Er sollte eigentlich über genügend Routine verfügen, hier genau zu wissen, wann er diesen Angriff timet. Es wirkt jetzt so, als hätte er ein bisschen zurückgesteckt, gerade nach dieser Szene hier. Im letzten Teil des Kurses, oben kurz vor der Vedol-Schikane, da hat er doch wieder ein bisschen Rückstand gehabt. Vielleicht jetzt der Angriff vom Castrol S. Lindholm, Miklau und Schmid unverändert. Das ist der Vorteil beim Motorradrennsport, liebe Fans. Natürlich viel Überholmanöver. Da ist eine Strecke schön breit für Ausbremsmanöver, Überholvorgänge. Wann wird Mark den Angriff riskieren? Hier hat man alle Zeit der Welt, sich umzudrehen. Ja, und nach dieser Bergauf-Passage, da kann man eigentlich nicht überholen. Ich denke, dass Udo vielleicht vor der Bitkurve praktisch jetzt muss er drauf zufahren und dann dieses Umlegen von rechts nach links. Da hat Udo eigentlich immer die engere Wahl, und dass er es da irgendwie probieren wird. Gerade mal Halbzeit, also es ist noch nicht aller Tage Abend. Schmid ist vorbei mittlerweile an Andy Miklau, also diese Einblendung schon überholt. Da hat der Backnanger jetzt den Spielberger gegriffen und somit verliert der Andreas weiter an Kontakt zu Lindholm, der ja im Fahrerklassement so deutlich mittlerweile führt. Also jetzt im zweiten Renndrittel werden wir solche Szenen dieses Slides öfter sehen. Die Haftung der Reifen lässt natürlich nach und bei einem Lavia sieht das unglaublich spektakulär aus. Jetzt ein erneuter Versuch. Also jetzt zeigt wirklich der Udo Mark, dass er hier unbedingt vorbei möchte. Er versucht es an verschiedenen Stellen. Im Prinzip würde es reichen, wenn er in der letzten Runde in der Vedol-Schikane das Vorderrad vorschiebt. Aber der Lavia wird natürlich gerade in der letzten Runde, ist er natürlich gewarnt und er hat ja schon ein paar Mal jetzt das Rad von Udo gesehen. Und ich denke, dass er in der letzten Runde eher Kampflinie fahren wird und dann den Udo keine Chance mehr lässt. Deswegen ist Udo jetzt eigentlich drauf und dran, an jeder Ecke zu probieren, vorbeizukommen. Also das wird ein ganz spannendes Finale. Je länger natürlich Lavia hier sich vor Udo halten kann, umso besser werden seine auch psychologischen Karten in diesem Zweikampf. Miklau und Schmid haben wieder die Plätze getauscht. Der Lavia lässt noch einigermaßen Platz, also ganz Kampflinie fährt er da noch nicht, auch in der Dunlop
Dunlop-Kehre könnte man wohl noch enger fahren. Ja, aber dann kann man den Schwung halt aus der Kurve nicht mehr rausnehmen. In der Dunlop-Kehre ist es wichtig, den Schwung den Berg auf mitzunehmen. Und deswegen fährt er wohl noch nicht ganz in Kampflinie. Er ist sich seinem Speed eigentlich noch bewusst. Er meint, er könnte wirklich noch vorne fahren. Er kann es ja auch. Wieder Udo innen dort an dieser Stelle. Das ist die Stelle, die ich vorhin meinte, weil ich bin mit Udo ja auch schon Superbike-Rennen gefahren und da hat er immer attackiert, praktisch beim Umlegen von der links zur rechts zur Bitkurve. Und da wird das auch nochmal versuchen. Die Spannung steigt. Wieder eine Runde fast abgeschlossen. Und Odomar bleiben jetzt dann noch 3 Runden Zeit für eine Final Attack, muss man fast schon sagen. Ich glaube, wenn es ihm gelingt, hier Lavia zu überholen, dann sollte er dieses Rennen nach Hause fahren können. Unverändert Lindholm und Meklau. Der Schwede muss sein Rennen nur nach dem Mann mit der 13 ausrichten. Selbst wenn er vorbeiginge, wäre das kein Beinbruch. Auf den weiteren Plätzen Phillips, Morrison, Linden, Hüber, Klinkfahrt, Kraus, Dimpal, Hafner und Bolt. Das die Piloten in den Punkten. Also das übertrifft die Spannung vieler Rennen, die wir gesehen haben. Ja, noch bei weitem. Wieder unten Dunlop-Kehre. Und jetzt hat der Lavia beim Herausbeschleunigen diese 2 Meter Vorsprung, dass ihn der Odomar in der nächsten links da nicht angreifen kann an dieser Stelle hier. Also das ist ein Wabonk-Spiel. Wir würden einfach Odomar die Daumen drücken. Ich sage das jetzt mal nicht aus Patriotismus, sondern weil er einfach einen so verkorksten Saisonstart hatte, weil Suzuki so lange an der Konkurrenzfähigkeit gearbeitet hat. Die Truppe um den Furtwanger ist sympathisch, sie ist nett, sie arbeitet verbissen. Und deswegen drücken wir Udo die Daumen. Lavia kämpft natürlich auch noch um seine mehr als theoretischen Meisterschaftschancen. 2¼ Runden noch. Jetzt die überrundeten Piloten. Eine wichtige Situation am Ende, dass hier da die Spitze nicht aufgehalten wird. Gerade da hat sich auch das letzte Rennen entschieden, als Udo in der letzten Kurve, praktisch in der vorletzten Kurve, als er sich auch noch eine Attacke zurechtgelegt hat, da ist mal ein Überrundeter praktisch in die Quere gekommen. Und der wird jetzt alles dran setzen, immer am Hinterrad zu kleben, damit er noch die Chance hat. Die vorletzte Runde läuft. So schnell und kurzweilig kann ein Motorradrennen sein, liebe Zuschauer. Odomar wird alles versuchen, hier Lavia noch zu attackieren. Riskiert man da in der letzten Runde mehr als 100%? Ja, ich bin sicher, weil ein Rennfahrer ist einfach so ausgelegt, der fährt da nicht mehr auf irgendwie ankommen oder jetzt mit dem 2. Platz zufrieden geben. Es ist einfach dieser Renninstinkt und der sagt sich 100%, wenn die Lücke nur geringfügig da ist, werde ich sie ansetzen und werde überholen. Odomar hat auch einen ganz eigenen Stil auf dem Motorrad zu sitzen. Den Ellbogen herausgewinkelt wie einst Kevin Schwantz. Erinnert mich immer fatal an die Haltung des Texaners. 500er Weltmeister 93. Hier wird er seinen Ellbogen womöglich sportlich noch einsetzen. Auch hier wieder eine Chance. Fatan Lavia beginnt jetzt nach diesem Rechtsknick hier die allerletzte Runde. Udo ist ein ganz klein bisschen von der Schlachtdistanz weg und ich hoffe, dass er jetzt die Lücke schließen kann, weil er muss ganz, ganz dicht dran sein. Und ja, sie fährt an in Lavia, das ist echt toll. Lindholm auf 3. Vorschmied, Meklau ist zurückgefallen auf 7. Das ist momentan sekundär. Wir konzentrieren uns jetzt hier auf die Schlussattacke. Jetzt dürfte sich Lavia langsam aber sicher in der besseren Position wähnen. Die Dunlop-Kehre wird sicherlich viel Spannung bringen, in die es jetzt heruntergeht hier. Udo ist nicht dicht genug dran.
Lavia kann dem Druck standhalten, dreht sich wie gewohnt an dieser Stelle um. Jetzt das Umlegen. Ich glaube, das ist deine favorisierte Stelle, die da gleich kommt. Nach dieser Kurve, genau. Und da beim rechts nach links umlegen, da wird es Udo nochmal versuchen. Jetzt kommt die Stelle, liebe Zuschauer. Macht er hier auf? Nein, schafft es nicht. Keine Chance. 2 Motorradlängen dazwischen. Jetzt bleibt nur noch einmal am Ende der Geraden dieses Vedol Z, sagen wir mal. Da muss er jetzt ganz, ganz nah dran sein und da ist er ein Stück zu weit weg. Macht natürlich andersrum Lavia den kleinsten Fehler, wird Udo durchschlüpfen. Aber ich glaube, Lavia hat das Ding gebogen. Also, eine fantastische Leistung des Spaniers. Da hält er 12 Runden lang den Druckstand und gewinnt in dieser Sekunde mit 3 Motorradlängen Vorsprung vor Udo Mark. Das zweite Superbike-Rennen hier am Nürburgring. Lindholm stiller Sieger als Dritter. Das reicht völlig. Jochen Schmid wird Vierter. Phillips Fünfter. Morrison Sechster. Meklau nur Siebter. Also, das die vorläufige Situation und ich glaube, da kann er sich jetzt bei seinem Getriebe bedanken. Einmal tätscheln. Ja, jetzt hat er wahrscheinlich das Reservemotorrad genommen und er hat auch konstant gezeigt, wo sie daran gearbeitet haben, die ganze Zeit, weil er war ja immer am Start vorne und sie haben jetzt über das ganze Rennen wieder Konstanz gezeigt und das ist wirklich gut. Also, Christer Lindholm jetzt mit 202 Punkten. Deutlich vor Gregorio Lavia, der Meklau abgelöst hat. 5 Punkte jetzt Differenz zwischen diesen beiden. Jochen Schmid abgeschlagen, Vierter. Und Udo Mark jetzt immerhin schon auf Platz 5. Die weiteren Positionen von 6 bis 10 sehen Sie im Überblick.